Deine Passquote in dem Spiel mehr oder weniger als 90%? Ich hoffe mehr. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin anlässlich unseres Spiels am Sonntag gegen Augsburg. Und heute ist ein Mann bei mir, der kann leider am Sonntag nicht mitwirken. Darüber wollen wir uns natürlich unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich Manuel Akanji. Manu, schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Hi. Erste Frage, ganz klar, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Mir würde es natürlich besser gehen, wenn ich fit wäre, wenn ich der Mannschaft helfen könnte auf dem Platz oder zumindest versuche, der Mannschaft zu helfen. Das geht leider momentan nicht, aber ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich zurück bin. Gibt es ja Prognosen oder macht man das nicht mehr? Ja, doch, macht man schon, aber es ist immer schwer zu sagen, weil jeder hat mit seinem Körper ein bisschen einen anderen Verlauf. Darum ja, hoffe ich, dass ich vielleicht so in zwei, 3 Wochen wieder mit der Mannschaft dabei sein kann. Ich will mir jetzt nicht zu viel Druck machen und meinem Körper die Zeit geben, solange wie auch immer braucht, weil ich nicht wie in die nächste Verletzung reinlaufen möchte. Darum hoffe ich, dass ich in 2 bis 3 Wochen wieder dabei sein kann. Auf jeden Fall die Daumen. Ja, wir werden sehen. Ja, hoffen wir natürlich. Vor deiner Verletzung musstest du als Rechtsverteidiger aushelfen, ganz neue Laufwege. Du konntest bei Ballbesitz natürlich auch ganz weit nach vorne. Schönes Gefühl, macht Spaß? Ja, solange es die Luft zugelassen hat. Ich bin mir nicht gewöhnt, so viel zu laufen wie ein Außenverteidiger. Ich habe es jedoch versucht, so 1 bis 2 Mal pro Halbzeit, das reicht, glaube ich. Ich wollte natürlich auch die Defensive stabilisieren und so der Mannschaft helfen. Und ich glaube, gegen Union Berlin hat das ziemlich gut geklappt, gegen Glasgow leider nicht so. Aber wenn mich die Mannschaft da braucht und der Trainer findet, dass ich da gut aufgestellt bin, um der Mannschaft zu helfen, dann mache ich das natürlich auch. Wie groß sind denn so die Unterschiede? Viererkette, Dreierkette, Außenverteidiger. Was sind die wesentlichen Unterschiede? Ja, also Viererkette sind wir, glaube ich, die meisten hier gewöhnt. In der Dreierkette würde ich sagen, hast du ein bisschen mehr Sicherheit noch und kannst ein bisschen offensiver spielen. Also das heißt, wenn sich vielleicht ein Stürmer fallen lässt, dass du dem auch folgst, weil du weißt, dass du halt nochmal 2 Innenverteidiger hinter dir hast, die dich absichern können. Und bei einer Viererkette läuft das ein bisschen anders. Dafür hast du einen Spieler mehr vorne, der dich vielleicht anders unterstützt, also jetzt in der defensiven Arbeit. Und als Außenverteidiger ist es natürlich komplett anders. Also du bist an der Linie, du spielst ständig gegen Flügelspieler, die vom Spielertyp eigentlich auch anders sind wie Stürmer. Du kannst dich aber auch mehr ins Offensivspiel einschalten wie in der Innenverteidigerposition. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Was macht am meisten Spaß? Ich spiele natürlich am liebsten Innenverteidiger. Das ist meine Position, die ich seit längerem spiele. Und wenn der Trainer das System anpasst, dann komme ich damit auch klar. Aber ich glaube, am wohlsten fühle ich mich in der Viererkette in der Verteidigung. Am Ende ist es eigentlich nur wichtig, dass Manu spielt. Er ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein im System von Marco Rose, wie die Bilder jetzt zeigen. Ja, wir haben gerade in dem Einspieler deine wichtigen Grätschen auch gesehen und manchmal, wenn du so reingehst, da rutscht mir so das Herz in die Hose und denke, hoffentlich geht das gut. Aber in der Regel geht es ja gut, ne? Meistens schon. Eigentlich grätsche ich nicht so viel, aber diese Saison habe ich außergewöhnlich viele Tacklings, die ich gemacht habe. Wenn ich die Chance sehe, den Ball zu spielen und natürlich sind auch Szenen im Strafraum mit dabei, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht den Gegner zuerst trifft und ich glaube, es ist bei mir jetzt gut gegangen. Ich habe, glaube ich, noch keinen Elfmeter verursacht. Ja. Darum hoffe ich, dass es so bleibt und wenn es natürlich nötig ist, dann mache ich das auch. Konstanz ist immer wieder so ein Thema bei Borussia Dortmund. Irgendwie habe ich das Gefühl bei dir so seit einem Jahr, dass du da einfach auf einem sehr hohen Level spielst. Sehr konstant spielst. Stimmst du mir dazu?
Ich würde schon sagen, gewisse Leute sehen das vielleicht anders, aber ich finde das schon, dass ich wer will das denn anders sehen? Es gibt immer Kritiker, die das anders sehen, aber ja, ich finde, dass ich doch konstante Leistungen zeigen konnte für die Mannschaft und ich sie so gut unterstützen konnte von hinten und das ist auch mein Ziel und als Verteidiger auch sehr wichtig, ja. Jetzt stellen wir uns vor, du bist wieder fit in 2 bis 3 Wochen. Gibt es eigentlich dann auch noch so irgendwelche Sachen in deinem Kopf, wo du sagst, ey, weißt du was, da muss ich mich und da möchte ich mich vor allen Dingen auch verbessern? Ja, Tore schießen natürlich. Da war natürlich kein Tor dabei. Ja, ich erwarte es nicht von mir, dass ich jedes Spiel ein Tor mache, aber ich glaube, so 5 Saisontore pro Jahr wäre schon auch noch so gut als Verteidiger. Es wird jetzt dieses Jahr schwer, aber es ist was ich mir vornehme, worin ich auch mich wirklich verbessern will und so der Mannschaft helfen kann. Aber mit deiner Kopfballstärke sollte das auch zu machen sein. Ja, es sollte möglich sein, aber ja, manchmal läuft es halt einfach nicht so, wie man will oder die Bälle kommen nicht dahin oder ich vermassel selber und darum ist es was, ja, worin ich mich noch verbessern muss und das hoffentlich auch machen kann. Jetzt geht es am Sonntag gegen den FC Augsburg. Die haben bisher in diesem Jahr erst 4 Heimspiele gewonnen. Aber, Achtung, eins davon war Bayern München. Was erwartest du für ein Spiel am Wochenende? Ja, wir haben, glaube ich, da auch schon mal verloren. 2-1 war es damals, glaube ich, vor 3 Jahren, wenn das sein kann. Ich erinnere mich auch an das erste Spiel, wo Erling bei uns war, wo er direkt reingekommen ist und einen Hattrick gemacht hat. Das war auch wirklich 4-3. Es war wirklich auch ein enges Spiel. Also wir wissen alle, wie es ist, gegen Augsburg zu spielen. Die kämpfen um jeden Ball und spielen aggressiv, physisch. Darum müssen wir vorbereitet sein auf den Kampf. Aber wir müssen ihnen natürlich auch unsere spielerische Stärke aufzeigen und von Anfang an da sein und auch nicht nachlassen. Über 90 Minuten ist es immer schwer, ein Spiel durchzuziehen, aber dass wir über den größten Teil des Spiels ihnen unser Spiel aufzwingen und auch dominant auftreten. Ich bin auch positiv gestimmt, dass das funktioniert. Jetzt, bevor wir zum Ende kommen, du hast ja eben schon gesagt, heute schlage ich dich wieder. Du wusstest gar nicht, du hast wieder irgendein Spielchen vermutet, ne? Ja. Und du bist dir 100% sicher, dass du mich immer geschlagen hast oder hast du wenigstens einmal verloren? 100% sicher. Ja, das ist ja ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich muss dann doch noch mal in den alten Videos kramen. Was sind das denn für Szenen da? 2-0. Letzte Woche habe ich ja gegen Manuel Akanji gespielt. Es gab ein 2:2. Ich habe nicht aufholen können. 1:1 das Ergebnis. So ein Mist. Gratuliere noch zum Sieg. Wir gucken ein klein wenig zurück. Ich teste dich bezüglich des Hinspiels. Ja, das war 7. Spieltag, 2:1. Wir schauen und... Wie viel los? 2:1. 2:1. Ganz genau. Du warst 90 Minuten auf dem Feld. Ja, ich versuche mich gerade daran zu erinnern. So. Festplatte bereit? Nee, irgendwie noch nicht. Ich kann mich eigentlich aber pass auf, ich glaube, wenn ich dir die Fragen stelle, dann weißt du es. Okay, hoffentlich. Wir fangen einfach mal an. Waren im Spiel mehr oder weniger als 40.000 Zuschauer im Signal Iduna Park? Hinspiel, weniger. Eins der wenigen Spiele, mehr, 41.000. Ah ja. In der 10. Minute fällt das 1:0. Wie heißt der Torschütze? Ich sag's dir ganz ehrlich, Manu, ich könnte das alles nicht beantworten. Ich kann mich null an dieses Spiel erinnern. Dann eine kleine Hilfe. 11 Meter. 1:0. War es Rafa Guerrero? Ja, wo er angehalten hat und den Torhüter ausgeguckt hat. Dankeschön für die Hilfe. Das war schon cool, ja. Oder? Jetzt kommt eine leichte Frage für dich. Deine Passquote in dem Spiel mehr oder weniger als 90%? Ich hoffe mehr. So ganz überzeugend kam es nicht, aber es ist richtig. Ja. Wer trifft in der 51. Minute zum 2:1 Endstand für den BVB? Rafa hat getroffen und... Er hat jetzt nicht unbedingt dunkle Haare. Ja, ich würde auf Marco oder Erling tippen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die beiden waren es nicht. Auch nicht? Nee.
Wir schauen. Julian Brandt. Genau. Ja, genau. Schauen wir es. Genau. Jetzt, wenn ich die Bilder wieder sehe, dann kommen so langsam ein paar Erinnerungen auf, aber irgendwie könnte jetzt auch nicht sagen, wie wir das Tor passiert haben. Ah doch, ich weiß, wie das Tor passiert ist. Sekiri hat das Tor gemacht, der mit mir in der Nationalmannschaft spielt. Unglückliches Tor, weiß ich noch, ja. Irgendwie Lattenschuss und er kommt zu ihm zurück. Siehst du? Ja. Doch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Drück die Daumen, oder wir drücken die Daumen, dass du schnell wieder gesund bist. Wir alle zusammen drücken natürlich unserer Mannschaft für das Spiel am Sonntag gegen Augsburg. Die Daumen, egal wo ihr seid. Hab ein schönes Wochenende. Genieße es. Ja, danke. Und vor allen Dingen genieße hoffentlich einen Sieg unserer Jungs. Dankeschön. Hoffentlich. Manuel Akanji. Tschüss, macht's gut. Danke.